Добрый день, господа. Если вы на Негритянский остров, захватите и меня с собой. Bei schlechtem Wetter ist es sicher schwer, auf der Insel festzumachen, wie? Bei starkem Südwest kommt man überhaupt nicht ran. Sie haben heute besonderes Glück mit dem Wettermister. Manchmal ist die Insel vom Festland eine Woche und länger abgeschnitten. Mein Name ist Lombard, Philipp Lombard oder auch Captain Lombard. Vera Clayson. Waren Sie schon mal hier? Nein, noch nie. Ich kenne noch nicht mal meine Dienstherren. Ihre Dienstherren? Ja, ich bin die Sekretärin von Mrs. Owen. Finden Sie das nicht merkwürdig? Merkwürdig? Nein. Die Sekretärin von Mrs. Owen ist plötzlich erkrankt und sie hat sich um eine Aushilfe an die Agentur gewandt. Dort hat man mich empfohlen. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, was dann? Na, wenn schon. Der Job ist doch nur vorübergehend für die Ferien. Ich bin Lehrerin an einem Lyzeum. Und um ehrlich zu sein, war ich schrecklich neugierig auf diese Negerinsel. Es stand darüber so viel in den Zeitungen. Erst ein amerikanischer Schauspieler habe sie gekauft, dann wieder dieser Millionär Owen. Was sind diese Owens für Leute? Erzählen Sie mir von ihnen. Willkommen, die Herrschaften. Leider wurde Mr. Owen geschäftlich aufgehalten. Er wird voraussichtlich erst morgen eintreffen. Ist ja ein reizender Anfang. Mir wurde aufgetragen, sämtliche Wünsche der Gäste zu erfüllen. Möchten die Herrschaften erstmal ihre Zimmer sehen? Das Essen wird um 20 Uhr serviert. Ist ziemlich spät.
Etwas stimmt nicht in diesem Haus. Das fühle ich. Hier ist alles in Ordnung, Miss Brent. Das sagen alle, bis was passiert. Und dann ist das Geschrei groß. Darf ich Ihnen behilflich sein, Sir? Verzeihen Sie, Mister, zu Ihrem Zimmer geht es doch hinauf. Ich zeige es Ihnen sofort. Bitte hier entlang. Ich hoffe, es ist alles so, wie Sie es wünschen. Ich bin die neue Sekretärin von Mrs. Owen. Sie sind wahrscheinlich davon unterrichtet. Nein, mir ist nichts davon bekannt. Wir bekamen nur eine Liste der Gäste mit der Anweisung, wer wo unterzubringen ist. Und Mrs. Owen hat nicht von mir gesprochen? Ich habe Mrs. Owen noch nicht gesehen. Wir kamen erst vor 2 Tagen her. Brauchen Sie mich noch? Kleine Negerlein tranken ihren Wein, das eine, das verschluckte sich, da waren es nur noch 9. 9 kleine Negerlein, die schliefen 1 Uhr Nacht, das eine wachte nicht mehr auf, da waren es nur noch 8. 8 kleine Negerlein, die hat's umhergetrieben, dem einen schlug man auf den Kopf, da waren es nur noch 7. 7 kleine Negerlein besuchten eine Hex, das eine traf sie mit dem Beil, da waren es nur noch 6.
Vor einer Viertelstunde habe ich noch bedauert, dass ich hergekommen bin. Was für drollige Figürchen. Ja, stimmt. Sie Sehr gestatten, Sir? drollig. Wie viele sind es? 10, glaube ich. Eins, Interessant, zwei. sehr interessant. Ich bin überzeugt, dass ein Sinn dahinter steckt. Sehen Sie der dort, das ist der Anführer. Es sind die 10 Negerlein aus dem Kinderreim. Er hängt in Ja, meinem es sind Zimmer 10. über dem Kamin. Bei mir auch. In meinem Zimmer auch. Bei mir hängt er Seltsam, auch. bei mir auch. Auch bei mir hängt es. Vermutlich eine Reminiszenz des Hausherrn an seine Kindheit. Doktor, Sie kennen vermutlich Constance Calming. Wie bitte? Nein, ich glaube nicht. Naja, nicht von Bedeutung, hätte ja sein können. Auf jeden Fall eine ziemlich ungeschickte Person. Die Handschrift war einfach nicht zu entziffern. Ich fange allmählich an zu glauben, dass ich irrtümlich auf dieser Insel bin. Der Gedanke ist mir auch schon gekommen. Mrs. Oliver hat mit ihrer Köchin nicht viel Glück. Verzeihung. Sagten Sie eben Mrs. Oliver? Ja, Mrs. O. eine Mrs. Owen ist mir nicht bekannt. Ladies and Gentlemen, ich bitte um Aufmerksamkeit. Gegen Sie werden folgende Anschuldigungen erhoben. Dr. Armstrong, Sie verursachten den Tod von Mary Cleese, die am 14. März 1929 verstarb. Emily Brent, Sie sind schuldig am Tode von Beatrice Taylor, die am 5. November 1931 verstarb. William Bloor, Sie verursachten den Tod von James Landor am 10. Oktober 1928. Vera Elizabeth Claythorne, Sie töteten am 11. August 1935 den Ihnen anvertrauten Cyril Hamilton. Captain Lombard, Sie überließen im Februar 1932 20 Menschen eines ostafrikanischen Stammes ihrem blutigen Schicksal. General MacArthur, Sie schickten den Liebhaber Ihrer Frau aber Richmond absichtlich in den Tod. Anthony Marston, Sie töteten John und Lucy Combs. Ethel und Thomas Rogers, Sie brachten Ihre Dienstherrin Jennifer Brady um. Richter Lawrence Wargrave, Sie sind schuldig am Tode von Edward Seaton, der am 10. Juni 1930 verstarb. Angeklagte, was können Sie zu Ihrer Verteidigung vorbringen? Doktor! Doktor, kommen Sie schnell! Nichts Bedrohliches. Eine gewöhnliche Ohnmacht. Rogers, Wasser. Fassen Sie mich an. Dort in den Sessel. Mit mir. Trinken Sie einen Schluck. Es wird Ihnen gleich besser gehen. Was für eine grässliche Stimme. Wo habe ich sie nur schon mal gehört? Das ist einfach unerhört. Wer erlaubt sich mit uns solch einen schlechten Scherz? Na bitte, hier ist ja der Übeltäter. Wer?
um Aufmerksamkeit. Gegen Sie werden Bitte stellen Sie folgende ab. Anschuldigungen erhoben. Stellen Sie ihn ab. Dr. Armstrong. Es sind nur die Nerven. Nun ja, Mrs. Rogers geht es schon besser. Eine gewöhnliche Ohnmacht. Es war nur wegen der Stimme. Eine grauenvolle Stimme, wie die Posaune des jüngsten Gerichts. Was da von uns behauptet wurde, ist eine niederträchtige Lüge. Nichts davon ist wahr. Was für ein hässlicher Scherz. Sie glauben an einen Scherz? Ja, aber wir sollten doch eines klären. Wer hat diese Teufelei eigentlich angezettelt? Rogers! Rogers! Ja, Sir? Wer hat die Platte aufgelegt und das Grammophon angestellt? Sie, Rogers? Ich wusste nicht, was auf der Platte ist, Sir. Ich schwör's bei Gott. Ich wusste es nicht. Das glaube ich Ihnen gern. Trotzdem wäre es besser, wenn Sie uns das erklären würden. Ich habe nur eine Weisung ausgeführt. Von wem kam die Weisung? Von Mr. Owen. Ich sollte das Grammophon anstellen, nachdem ich den Gästen den Kaffee serviert hatte. Ziemlich seltsam, das alles. Aber ich wusste wirklich nicht, was auf der Platte war. Das schwöre ich. Oben auf der Platte war ein Aufkleber mit einem Titel und ich vermutete, es wäre ein Musikstück. Es stand also ein Titel drauf. Das stimmt, Sir. Der Titel lautet Schwanengesang. Das ist einfach unerhört. Absolut unsinnig und wieder natürlich. Welche Anmaßung, achtbare Leute, die ein ordentliches Leben führen, zu verunglimpfen. Wer auf der Welt dieser Mr. Owen auch sein mag. Eben das ist es, was hier geklärt werden muss. Wer ist dieser ominöse Owen? Nun dann, machen wir uns an die Vernehmung. Rogers, Ja, Sir? wer also ist dieser Mr. Owen? Der Besitzer dieser Insel, Sir. Das ist uns bereits bekannt, Rogers. Sagen Sie uns, was Ihnen ganz persönlich über diesen Mann bekannt ist. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, Sir. Ich habe ihn noch nie gesehen. Niemand hat diesen Menschen gesehen. Wie ist sowas überhaupt möglich? Naja, wir beide, meine Frau und ich, wir wurden über eine Agentur eingestellt. Die Agentur Regina hat uns vermittelt. Oh, eine alte, angesehene Firma. Wir bekamen von dort die Mitteilung, wann wir hier sein sollten. Als wir eintrafen, war schon alles vorbereitet. Wir brauchten lediglich noch Staub zu wischen. Am gestrigen Abend da überbrachte man mir dann noch einen Brief von Mr. Owen. Er schrieb mir, dass er aufgehalten wird und dass wir die Gäste zuvorkommend empfangen sollen. Zuvorkommend empfangen. Dann waren noch Anweisungen Wirklich hinsichtlich des gut. Essens. Und der Platte. Haben Sie den Brief zur Hand? Ja, Sir. Bitte sehr. Ein Briefbogen des Ritz Hotels. Natürlich mit der Maschine geschrieben. Darf ich bitte mal sehen? Vermutlich auf einer Coronation. Eine neue, nirgendwo eine Abweichung. Keinerlei Anhaltspunkte. So. U.N. Owen. Wie mir scheint, kennt niemand in dieser Runde unseren freundlichen Gastgeber. Julik. Norman. Owen. Interessanter Name. Das ist doch alles recht seltsam. Ich bekam einen Brief mit einer unleserlichen Unterschrift und nahm aus irgendeinem Grunde an, er käme von Mrs. Oliver, die ich vor 2 Jahren in einem Kurort kennengelernt habe. Anknüpfend an unsere Bekanntschaft lud sie mich ein. Sie hätte hier eine Pension eröffnet mit guter Küche und ohne diesen neumodischen Schnack halbnackter junger Leute. Mit lauter Musik und so. Haben Sie diesen Brief mit, Miss Brand? Ja, oben in meinem Zimmer. Ich werde ihn sofort holen. Nein, warten Sie noch. Und Sie, Marston? Was? Ich habe ein Telegramm von einem Freund erhalten. Von Roger Berkeley. Ich vermutete ihn in Norwegen und war erstaunt, dass er mich bat, hierher zu kommen. Das ist alles. Nun Sie, General. Ich bekam einen Brief von diesem U.N. Owen. Er erinnerte mich an ein paar alte Kameraden und versprach mir hier ein Wiedersehen mit ihnen. Haben Sie den Brief? Tut mir leid, aber ich habe ihn nicht für so wichtig erachtet. Mich hat man als Arzt um diesen Besuch gebeten. Ich entnahm dem Brief, dass der Mann sich um die Gesundheit seiner Frau sorgte. Er wünsche eine Analyse, ohne sie dabei zu beunruhigen. Sie lehne es ab, einen Arzt aufzusuchen. Es wären wohl die Nerven. Im Brief lag ein Scheck. Verstehe. Vermutlich hatten Sie vorher von der Familie nie gehört. Nein. Aber man bezog sich auf einen meiner Kollegen. Um glaubwürdiger zu erscheinen. Und dieser Kollege, auf den man sich bezog, war zu dieser Zeit, wenn ich richtig vermute, für Sie nirgendwo erreichbar. Wie? Ja. Nach meiner Ansicht gibt es dann noch etwas, das unbedingt zu klären wäre. Unter den vorhin aufgeführten Namen
wurde unter anderem auch ein gewisser William Blore erwähnt. Soviel ich weiß, befindet sich aber unter uns niemand, der sich Blore nennt. Dagegen wurde ein Name, nämlich der Name Davis, nicht erwähnt. Vielleicht können Sie uns etwas dazu sagen, Mr. Davis? Mr. Davis? Ich? Sie? Ja. Wohl zwecklos, weiter Versteck zu spielen. Ich gebe zu, dass ich mich eines falschen Namens bedient habe. Ich heiße nicht Davis. Dann sind Sie also William Blore. Ganz recht, Sir. Das ist Dass ja... Sie hier einen falschen Namen benutzen, mag ja noch angehen. Aber dass Sie soeben im Gespräch mit Miss Gleason behauptet haben, lange Jahre in Südafrika gelebt zu haben, ist eine miserable Lüge. Ich bin bereit zu beschwören, dass Sie niemals dort waren. Dann waren Sie der Urheber dessen, was? Verdächtigen den falschen Gentleman. Ich kann mich legitimieren. Ich hoffe, Sie glauben mir nun. Ich war Kriminalinspektor bei Scotland Yard. Ich wurde beruflich hergebeten. Von wem? Von Owen? Auch in meinem Brief lag ein großzügiger Scheck. Ich sollte mich als Gast ausgeben und Sie beobachten. Die Namen sind mir vorher mitgeteilt worden. Hat man Ihnen auch gesagt, weswegen? Ja, natürlich. Wegen der wertvollen Juwelen von Mrs. Owen. Der Teufel wäre auf den Leim gegangen. In eine feine Gesellschaft bin ich da geraten. Ausgerechnet ein alter Fuchs wie ich muss auf so einen Schwindel hereinfallen. Diese Mrs. Owen ist wahrscheinlich ein reines Hirngespinst. Diese Schlussfolgerung scheint mir durchaus begründet zu sein. Denn die Briefe, die wir erhielten, waren signiert mit U.N. Owen. Mit etwas Fantasie könnte man unknown daraus lesen, also unbekannt. Aber das ist doch Wahnsinn. Stimmt genau, ein Verrückter. Sie haben recht. Ich bin vollkommen Ihrer Meinung. Dieser Mensch, der uns auf diese Insel hat kommen lassen, ist ein Wahnsinniger. Und in seiner Bewusstseinsstörung sehr gefährlich. Dieser Mensch, der uns hier in die Falle lockte, hat mit größter Sorgfalt und Gründlichkeit Dinge aus der Vergangenheit eines jeden von uns zusammengetragen, die wir längst begraben glaubten. Und Anschuldigungen vorgebracht. Aber das sind doch alles Lügen. Es ist niederträchtig. Jawohl, Lügen, miese Verleumdung und niemals zu beweisen. Selbstverständlich nicht. Sehen Sie, mir wirft dieser unbekannte Ankläger den Tod eines gewissen Edward Seaton vor. Aber ich bin nur meiner Pflicht als Richter nachgekommen, indem ich einen Mörder zum Tode verurteilte. Auch wenn viele der Geschworenen ihn anfangs für unschuldig hielten, mein Gewissen ist rein. Оправдательный приговор у Ситона в кармане. Но свидетельские показания были против него. На них я построил свое обвинительное заключение. Я сумел убедить присяжных вынести Ситону смертный приговор. Заверяю вас, моя совесть абсолютно чиста. Приговорив к смерти убийцу, я выполнил свой долг и только. Mr. Wargrave, waren Sie diesem Seaton nicht schon früher begegnet? Ich bin diesem Seaton das erste Mal bei dem Prozess begegnet. Ich möchte die Geschichte von diesem Jungen erzählen. Ich war seine Gouvernante, seine Eltern wohnten am Meer. Man hatte ihm verboten, so weit hinauszuschwimmen. Aber eines Tages wurde ich abgelenkt und er schwamm davon. Ich bin natürlich gleich hinterher. Ich habe alles versucht, aber... Und niemand hat mir damals einen Vorwurf gemacht. Auch der Untersuchungsrichter sprach mich frei. Das ist ganz abscheulich. Beruhigen Sie sich doch, meine Liebe, beruhigen Sie sich. Wir glauben Ihnen ja. Dieser Mensch ist ein Lump und ein Ehrabschneider. Er ist auf keinen Fall normal, dieser elende Kerl. Sowas gehört eingesperrt auf Lebenszeit. Man sollte diesen Anschuldigungen am besten keine Aufmerksamkeit schenken. Trotzdem möchte ich hier Folgendes erklären. Diese Geschichte vom jungen Richmond entspricht nicht mit einem einzigen Wort den wahren Begebenheiten. Mir unterstand ein Offizier namens Richmond. Eines Tages schickte ich ihn auf Patrouille. Er kam nicht zurück. Sowas geschieht im Krieg auf Schritt und Tritt, Gentlemen. Wogegen ich mich aber vor allem verwahre, ist der Versuch, meine Frau zu verunglimpfen. Sie war eine Frau, die in jeder Beziehung ein untadeliges Leben führte. Die Sache mit den Eingeborenen damals. Ja, was war mit Ihnen? Sie entspricht der Wahrheit. Ich überließ sie ihrem blutigen Schicksal. Es ging schließlich um mein Leben. Ich und mein Freund setzten uns ab und nahmen sämtliche Munition mit. Welche Schande. Sie, ein Offizier, desertierten und überließen Ihre Leute dem Tod? Zugegeben. Dies ist eine Handlungsweise, die, sagen wir mal, nicht ganz würdig ist eines Offiziers Ihrer Majestät.
Andererseits ist die Selbsterhaltung die erste Pflicht eines jeden Menschen. Mein Gott! Sie ließen sie einfach sterben? Einfach so, ja. Was sehen Sie mich so an? Ich weiß überhaupt nicht, was man mir vorwirft. Ich tötete John und Lucy Combs? Wahnbitte! Absurd! Verrückt! Ich jemand töten? Begreife. Wahrscheinlich sind das die beiden Kinder, die ich überfuhr. Vor 3 Jahren, in der Nähe von Cambridge. War einfach Pech. Pech für Sie, Mr. Marston. Oder die 2 Kinder. Bitte verstehen Sie, ich konnte nichts dafür. Es war ein Unglücksfall. Man entzog mir für 1 Jahr den Führerschein. Es ist unverantwortlich, so schnell zu fahren. Leute wie Sie sind eine Gefahr für die Gesellschaft. Das Leben wird schneller. Überall auf der Welt. Oh, Verzeihung. Warten Sie jetzt etwa auf mein Geständnis? Bedauere, ich habe nichts zu gestehen. Rein gar nichts? Ja, rein gar nichts. Sie behalten sich demnach das Recht auf einen Verteidiger vor? Ich brauche keinen Verteidiger, Mr. Wargrave. Ich war immer bemüht, nach dem Gebot meines Gewissens zu handeln. Ich habe mir nicht das Geringste vorzuwerfen. Und was sagen Sie nun zu Ihrer Rechtfertigung, Mr. Bloor? Ich? Ihr Name wurde ebenfalls genannt. Ah, ich verstehe. Sie meinen den Fall Lender. Ja, richtig, ich erinnere mich. Landor wurde nur aufgrund Ihrer Aussage verurteilt. Es gab nicht mal Indizien, aber das Urteil lautete lebenslänglich. Bereits nach einem Jahr starb er im Zuchthaus. Seine Gesundheit war nicht die beste. Lender war ein Verbrecher. Nun, soviel ich weiß, wurden Sie damals ausgezeichnet für die geschickte Aufklärung des Falles. Ich wurde sogar befördert. Es war meine Pflicht, Verbrechen zu bekämpfen. Welche illustre Gesellschaft. Alles brave und gesetzestreue Bürger, die nur ihre Pflicht tun und ihrem Gewissen folgen. Ausgenommen meine Person selbstverständlich. Wie ist es mit Ihnen, Doktor? Was haben Sie ausgefressen? Ist Ihnen ein kleiner Kunstfehler unterlaufen? Einen verbotenen Eingriff gemacht? Keine Antwort? Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Der Name meines angeblichen Opfers sagt mir nämlich überhaupt nichts. Wie war er gleich? Please, close. An eine Patientin dieses Namens kann ich mich nicht erinnern. Wahrscheinlich handelt es sich um jemand, den ich mal operiert habe. Nun, es kommt häufig vor, dass sich die Menschen zu spät an uns wenden, wenn nichts mehr zu machen ist. Dann stirbt der Patient und die Verwandten beschuldigen den Chirurgen. Auch mir ist das hin und wieder passiert. Verzeihen Sie, wenn Sie gestatten, möchte ich auch etwas dazu sagen. Zu den Beschuldigungen. Schießen Sie los. Sie wissen, diese Stimme erwähnte auch mich und Mrs. Rogers. Miss Brady. Als meine Frau und ich den Dienst bei Miss Brady antraten, da war sie schon krank. In der Nacht, als sie den Anfall bekam, brach ein heftiger Sturm aus. Das Telefon funktionierte nicht und wir konnten nicht den Arzt rufen. Ich bin zu Fuß los, um ihn zu holen, aber leider kam er zu spät. Wir haben wirklich alles getan, um sie zu retten. Wir haben sie sehr gemocht. Das wusste jeder. Vermutlich fiel Ihnen nach Ihrem Tod eine kleine Erbschaft zu, sehe ich das richtig? Miss Brady vermachte uns eine bescheidene Summe in Anbetracht der treuen Dienste. Weshalb auch nicht? Meine Frau und ich haben sie viele Jahre gepflegt.
Was ist daran schlecht? Nun ja, dann können wir die Untersuchung wohl abschließen. Ach, sagen Sie mal, Rogers, Ja, Sir. wissen Sie, ob sich außer Ihnen und Ihrer Frau noch jemand auf dieser Insel befindet? Hier ist außer uns niemand, Sir. Sie sind sicher? Absolut, Sir. Wir sollten die Insel verlassen, noch heute Abend. Ich bitte um Verzeihung, Sir, aber wir haben kein Boot. War es kein Boot? Nein, Sir. Und wie verkehren Sie mit dem Festland? Die Barkasse, die sie übersetzte, kommt jeden Morgen, um frische Lebensmittel zu bringen und die Post. Na gut, dann fahre ich morgen früh. Ja, Sie haben es ausgerechnet jetzt, wenn Sie wegfahren? Wo die Geschichte anfängt spannend zu werden. Das würde unseren Unbekannten enttäuschen. Er hat uns den Federhandschuh hingeworfen. Und ich werde ihn aufnehmen. Kommen Sie, dort rüber. Er ist tot. Wollen Sie damit etwa sagen, dass dieser junge Mann sich an dem Bein verschluckte und daran gestorben ist? Wieso nicht? Der Tod ist stets gegenwärtig in unserem Leben. Gift? Ja. Wahrscheinlich wurde ein Cyanid hineingeschüttet. Cyankali, es wirkt augenblicklich. In der Flasche ist nichts. Das Gift war nur im Glas? Sieht ganz so aus. Hat er sich denn selber das Gift ins Glas getan? Suizid? Das glaube ich nicht, Doktor. Ein Bursche wie dieser Marston wird sich niemals auf diese Weise selbst umbringen.
Bitte, erlauben Sie mir, bis zu dem Felsen dort zu schwimmen. Bitte tun Sie es doch. Nein, Cyril, ich kann dir das nicht gestatten. Oh, bitte. Es ist zu weit. Nein, ich schaffe es bestimmt bis zu dem Felsen. Ich liebe Sie, Vera. Aber ich kann es nicht verantworten, Sie um Ihre Hand zu bitten. Ich besitze kein Penny. Bis vor kurzem hatte ich noch die Hoffnung auf Reichtum. Doch dann ist der Junge geboren worden. Bei der Geburt eines Mädchens wären Titel und Vermögen mir zugefallen. Im Leben ist alles eine Frage des Erfolges. Und Cyril ist ein nettes Bürschchen. Ich habe ihn richtig lieb gewonnen. Zehn kleine Negerlein tranken ihren Wein. Das eine, das verschluckte sich, da waren es nur noch 9. Das eine, das verschluckte sich. Was ist? Doktor! Was? Doktor! Doktor! Was wollen Sie? Bitte sehen Sie nach meiner Frau. Ich weiß nicht, was mit ihr ist. Sie wird nicht wach. Den Schlafrock. Ja, sofort. Hier. Bitte, Doktor. Da kann ich nichts mehr tun. Was ist mit ihr, Doktor? Ist sie etwa? Rogers, hat sie vor dem Schlafengehen etwas genommen? Ich meine, ein Schlafmittel. Sie nahm vor dem Zubettgehen nur das, was Sie ihr gestern Abend gegeben haben. Doktor. Was ist los mit ihm? Er hat mir gar keinen Kaffee eingeschenkt. Seien Sie heute nachsichtig wegen der Bedienung. Rogers hat das Frühstück allein zubereitet. Mrs. Rogers konnte ihm nicht mehr dabei helfen.
Sie ist heute Nacht während des Schlafs gestorben. Ach, was? Das ist ja schrecklich. Schon 2 Tote auf der Insel. Wahrscheinlich hat ihr Herz versagt. Ja, das Herz. Aber wodurch wurde das hervorgerufen? Durch das Gewissen. Wie meinen Sie das? Sie haben es doch gehört. Ihr wurde gestern Abend zur Last gelegt, gemeinsam mit Ihrem Mann Ihre Dienstherrin getötet zu haben. Überlegen Sie mal, wie sie darauf reagierte. Sie ist zu Tode erschrocken und hat das Bewusstsein verloren. Das Verbrechen kam ans Tageslicht. Wir haben es alle gehört. Das war zu viel für Sie. Das ist doch nur eine Vermutung, Miss Brand. Im Gegensatz zu Ihnen glaube ich, dass der Herr einen Sünder bestrafen kann. Meine verehrte Miss Brand, die Vorsehung überlässt es uns Sterblichen, Übeltäter zu züchtigen und ihrer Strafe zuzuführen. Nehmen wir einmal an, Rogers und seine Frau haben diese Alte umgebracht. Gestern Abend plötzlich gibt diese rätselhafte Stimme ihr Geheimnis preis und die Frau verliert darüber. Nein, mir schien, dass Mrs. Rogers sich keineswegs deshalb schuldig fühlte. Und wenn sie es doch tat und ihr Mann befürchten musste, dass sie sich verplappert, um dieser Gefahr ein für alle Mal zu begegnen, nimmt er ein starkes Schlafmittel und schüttet es in ihren Tee. Вы видели, как муж хлопотал вчера вокруг нее? Но это не просто мужние заботы. Он чувствовал себя как кошка на горящей крыше. Он до смерти боялся, что она проговорится, если дело начнут раскапывать. 10 шансов против одного, что она не выдержит. У нее не хватит сил отрицать и врать все до победного конца. Она будет ходячей опасностью для своего мужа. Вот в чем дело. И он подсыпает ей сильную дозу снотворного в ее чашку. Im Zimmer stand nirgendwo eine Tasse herum. Aber natürlich nicht. Selbstverständlich hat er als erstes die Tasse entfernt. Nein, das und glaube ich sorgfältig nicht. Ich ausgewaschen. glaube niemals, dass es jemand fertig bringt, die eigene Frau zu vergiften. Wenn einem der Galgen droht, setzt man sich über derlei Sentiments hinweg. Verzeihen die Herrschaften, ich kann Ihnen leider nichts weiter servieren. Bedauerlicherweise ist uns das Brot ausgegangen. Das Boot, das die Lebensmittel bringt, ist heute nicht gekommen. Wann kommt dieses Motorboot? Normalerweise, Rogers. Zwischen 7 und 8 in der Früh, Sir. Das mit Ihrer Frau bedauere ich zutiefst, Rogers. Der Doktor hat uns eben diese traurige Nachricht mitgeteilt. Ja, vielen Dank, Sir. Rogers, nehmen Sie bitte auch mein Beileid entgegen. Meines ebenfalls. Wir bedauern es alle. Ich danke Ihnen. Sie entschuldigen. Das alles hier ist kein Zufall, das sage ich Ihnen, Mr. Lambert. Es ist geplant. Eins passt zum anderen. Sie meinen, das Boot wird nicht kommen? Nein, es kommt nicht. Sie glauben es also auch, General? Wir haben damit gerechnet, dass das Boot uns von hier wegbringt. Doch wir werden von dieser Insel nirgendwo mehr hinfahren. Es ist das Ende. Glauben Sie mir, das Ende. Hier herrscht Ruhe und Schweigen. Die Ruhe eines Friedhofs. Sinnlos, sich dagegen zu wehren. Absolut sinnlos. Wieder einer, der durchdreht. Am Ende werden wir hier alle noch den Verstand verlieren. Sie wirken nicht wie jemand, der durchdreht. Nun ja, so leicht bringt mich nichts aus der Fassung. Sie scheinen mir aber auch nicht der Typ zu sein, Mr. Lambert.
Verzeihung, Sir. Könnte ich Sie vielleicht eine Minute unter 4 Augen sprechen? Worum geht es denn? Bitte kommen Sie ins Haus. Etwas stimmt hier nicht. Oder ich bin verrückt geworden. Hören Sie auf, in Rätseln zu sprechen, Rogers. Ich meine die Figürchen. Diese Porzellanfigürchen, es waren 10. Es waren genau 10, das kann ich beschwören. Ja, ich weiß, wir haben sie gestern nach dem Essen gezählt. Das eben meine ich ja. Als ich den Tisch abräumte gestern Nacht, waren es nur noch 9. Ich habe es seltsam gefunden, habe aber nicht weiter nachgedacht. Doch nun sehen Sie mal. Es sind nur noch 8. Es ist wieder eins verschwunden. Sagen Sie bitte, Miss Brent, glauben Sie tatsächlich, was Sie beim Frühstück sagten? Wovon sprechen Sie? Nun, dass dieser Rogers und seine Frau die alte Dame umgebracht haben. Was geht mich das an? Miss Brent, wenn diese Anschuldigung stimmt, dann heißt das... Haben Sie nicht gehört, wie Mr. Lombard selbst gestanden hat, 20 Menschen ins Jenseits befördert zu haben? Aber das waren Eingeborene. Eingeborene oder andere, was macht das für einen Unterschied? Das sind Menschen. Sie interessiert wahrscheinlich mein Fall, bitte sehr. Ich wollte gestern Abend nicht darüber reden. Ich bin nicht erzogen, in Männergesellschaft über solche Themen zu sprechen. Beatrice Taylor war mein Dienstmädchen, fleißig und ordentlich. Bis ich eines Tages bemerkte, dass sie... Stellen Sie sich vor, sie war erst 16. Dass sie schwanger war. Und wer weiß von wem. Selbstverständlich musste ich sie hinauswerfen. Ihre Eltern, brave Leute, wollten diese Sünde natürlich nicht mittragen. Und was geschah mit ihr? Als sie merkte, dass sich alle von ihr abwandten, beging sie eine noch schwerere Sünde. Sie hat sich umgebracht? Ja, sie ging ins Wasser. Was haben Sie empfunden, als Sie davon erfuhren? Tat sie Ihnen nicht leid? Quält sie nicht Ihr Gewissen? Es gibt nichts, absolut nichts, was ich mir vorzuwerfen habe. Sie hat mit ihrer Verderbtheit und Schamlosigkeit diese Situation selbst herbeigeführt. Merken Sie sich, mein Kind, das Leben ist stets das, was Sie daraus machen. Das Vergangene beschwert mich nur so viel, wie ich es gestatte. Schauen Sie vorwärts. Drehen Sie sich niemals um. Ich habe Rogers heute gefragt, an welcher Krankheit seine Herrin litt. Und wissen Sie was? Seine Antwort war äußerst interessant. Ich will nicht in medizinische Details gehen. Bei manchen Herzkrankheiten wird von meinen Kollegen oftmals Amylonitrit angewandt. Zeigt sich, so ein Anfall, muss man die Ampulle zerbrechen, damit der Kranke daran riechen kann. Wenn das nicht unverzüglich geschieht, kann der Anfall tödlich ausgehen. Eine große Versuchung. Man braucht dazu kein Gift, muss es nicht verabreichen, man tut einfach gar nichts und schon ist es vorbei. Und wer immer was vermutet, zu beweisen ist es nicht. Ja, auf der Welt gibt es viele Verbrechen, die man per Gesetz nicht verfolgen kann. Zum Beispiel der Fall der Rogers. Und der alte Wargrave. Er beging seinen Mord ganz einfach im Rahmen der Gesetzlichkeit. Allen war bekannt, dass dieser Seaton völlig unschuldig war. An den Prozess erinnert sich jeder. Aber Wargrave beglich seine Rechnung. Er brachte ihn um, als durchbohre er ihn mit einem Stilett. Ich kann die Beispiele fortführen, Doktor. Ja, ich höre. Nun, Mord auf dem Operationstisch, völlig gefahrlos und zuverlässig. Ja, gut, durchaus. Stimmt schon. Etwas an dieser Beschuldigung ist wahr. Ich operierte damals ziemlich verkatert. Wissen Sie, die Hände zittern ein Ja, und die schon Nerven... gut. Kommen wir zu unseren Opferlämmern zurück. Was glauben Sie, warum man uns hergelockt hat? Was glauben Sie, warum? Wenn Sie sagen, dass Anthony Marston, dieser selbstgefällige Bursche, bar jeden Gehirns und mit eisernen Nerven Selbstmord beging, weil er 2 kleine Kinder überfahren hat, dann kann ich Ihnen nur ins Gesicht lachen. Anthony Marston wurde umgebracht. Und Mrs. Rogers? Nun, bei ihr würde ich einen natürlichen Tod vermuten, wenn es den Fall Anthony Marston nicht gäbe. Es gibt 2 Tote. Und 2 Figuren sind verschwunden. Ja, dieser Owen
Er ist ganz sicher ein Geistesgestörter. Aber mit einem hat dieser Owen vermutlich nicht gerechnet. Wir werden nämlich die Insel absuchen. Wie wollen Sie das machen? Ich weiß schon. Dann wissen Sie hoffentlich auch, wie gefährlich er ist. Gefährlich werde ich, wenn ich ihn erwische. Wie eine Katze. Ja, diesem Burschen würde ich nicht den Finger ins Maul legen. Wieso nicht? Ich frage Sie, Doktor. Haben Sie vielleicht eine Pistole mitgebracht? Weshalb sollte ich? Aber Mr. Lombard, der hat so ein Spielzeug bei sich. Steckt immer hinten im Gürtel. Vielleicht aus Gewohnheit. Menschen, die sich niemals von ihrer Pistole trennen, gibt's nur in schlechten Kriminalromanen. Ach, Sie sind's, Miss Clayson. Es ist schön, so aufs Meer zu schauen. Ja, hier lässt sich's gut warten. Warten? Worauf warten Sie? Aufs Ende. Aber das wissen Sie schließlich genauso gut wie ich. Wir alle warten hier auf das Ende. Ist das wirklich Ihr Ernst? Keiner von uns wird diese Insel verlassen. Das gehört zum Plan von Mr. Owen. Er will und er wird uns strafen. Aber eins werden Sie vielleicht nicht begreifen. Es ist für mich wie eine Befreiung. Eine Befreiung? Ich liebte Leslie. Sie war mein Leben. Leslie war Ihre Frau? Ich liebte meine Frau und wollte sie nicht verlieren. Deshalb habe ich es getan. Ich musste es tun. Sie wollen sagen, dass Sie... Warum es jetzt noch abstreiten? Jetzt, wo wir doch bald alle sterben. Ja, es ist wahr. Ich habe Richmond in den Tod geschickt. Es war Mord. Ich habe es damals nicht bedauert. Aber später dann... Was später? Später hat Leslie es wahrscheinlich erfahren. Jedenfalls entfernte sie sich von mir. Sie wurde ein völlig fremder Mensch für mich. Sie starb ein paar Jahre darauf und ließ mich allein. Auch Sie werden diese Befreiung fühlen, mein Kind, wenn Sie erst wissen, dass dies das Ende ist. Ich verstehe nicht. Sehr bald werden Sie verstehen, mein Kind. Sehr bald schon. Besuchen wir erstmal das Haus und dann die andere Seite der Insel. Aber diesmal klettern Sie runter. Schritte. Das Schlafzimmer der Rogers. Aber da liegt doch die Tote. Ah, wieso sind wir nicht gleich drauf gekommen? Ein besseres Versteck konnte er gar nicht finden. Verzeihen Sie bitte, Gentlemen. Ich wollte eben nur meine Sachen holen.
Ich hoffe, Sie werden nichts dagegen haben, wenn ich in eines der leerstehenden Gästezimmer ziehe. Vorübergehend. Natürlich nicht. Ich danke Ihnen. Sie verzeihen. Vielen Dank. Wenn ich nur herausbekommen könnte, womit sie vergiftet wurde. Ich glaube, die Sucherei können wir lassen. Mein Gefühl sagt mir, dass wir hier nichts finden werden. Doktor, Sie haben ihr doch ein Narkotikum gegeben. Ein Narkotikum? Natürlich, Sie sagten doch selbst, Sie haben mir ein Schlafmittel gegeben, oder nicht? Ich habe ihr eine unbeträchtliche Dosis Trianal gegeben. Zur Beruhigung. Völlig harmlos. Das Präparat ist völlig harmlos. Reden wir mal offen darüber. Vielleicht gaben Sie eine zu große Dosis. Nun ja. Sie hätten sich doch irren können, oder? Nein. Ein solcher Fehler unterläuft keinem Arzt. Es war wohl nicht Ihr erster Fehler, wenn man der Stimme Glauben schenken darf. Welchen Sinn hat es, einander zu beleidigen? Schließlich sitzen wir alle im gleichen Boot. Was ist übrigens mit Ihrem eigenen Fall, mit der falschen Aussage? Das ist eine üble Verleumdung. Völlig aus der Luft gegriffen. Vielleicht möchten Sie mir gerne den Mund stopfen, Mr. Lombard. Doch es gibt einiges, was ich gern erfahren möchte. Vor allem von Ihnen. Von mir? Ja, von Ihnen. Ich möchte zum Beispiel wissen, warum Sie während einer Besuchsreise einen Revolver mit sich herumtragen. Oh, für so clever hatte ich Sie gar nicht gehalten. Lenken Sie nicht ab, wir warten auf eine Erklärung. Ich habe ihn mit, weil ich annehmen musste, in Schwierigkeiten zu geraten. Davon haben Sie uns gestern Abend gar nichts erzählt. Hatten Sie vor, uns zu täuschen? In gewisser Weise ja. Also, worum handelt es sich dabei? Ich bekam Nachricht von einem gewissen Morris. Er erklärte mir, dass ich in dem Ruf stehen würde, gefährliche Situationen zu meistern. Er bot mir 100 Guineas an, wenn ich hierher fahre, die Augen offen halte und mich umsehe. Gestern Abend hätten Sie uns aufklären müssen, doch Sie schwiegen sich aus. Warum? Woher sollte ich wissen, dass gestern Abend nicht das eintreten würde, weswegen man mich herkommen ließ? Und heute Morgen sind Sie anderer Meinung? Ja. Ich begreife jetzt, dass wir alle aus einem Grund hier sind. Und das verdammte Geld war nur das Stückchen Käse, mit dem mich Mr. Owen in die Falle lockte. Genauso wie er Sie hier in die Falle gelockt hat. Still doch! Da ruft jemand. Zur Hilfe! Schnell! Kommen Sie! Gentlemen! Gentlemen! General MacArthur! Was ist? Was ist mit ihm? Er ist tot! Verzeihung, Miss. Ich wollte nur... Ich wollte... Sie haben recht, Rogers. Es sind nur noch 7. Nach allem zu urteilen erhielt der General einen Schlag auf den Hinterkopf mit einem schweren Gegenstand. Und haben Sie die Mordwaffe gefunden? Nein. Als ich heute früh auf der Terrasse saß, beobachtete ich, wie Sie gemeinsam mit Mr. Lombard und dem Doktor die Insel absuchten. Wollten Sie den unbekannten Mörder finden? So ist es, Sir. Zweifellos gelangten Sie zu derselben Schlussfolgerung wie ich. Sie begreifen jetzt wohl, warum Mr. Owen uns alle hier auf diese Insel gelockt hat. Dieser Mensch muss verrückt sein. Wer kommt sonst auf solche Idee? Ein Irrer. Aber auf der Insel ist niemand. Wir haben alles abgesucht. In gewisser Weise haben Sie recht. Ich bin zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Doch trotzdem befindet sich Mr. Owen, nennen wir ihn einstweilen noch mit dem Namen, den er sich selbst gegeben hat, in jedem Fall hier mit uns auf der Insel. Er verfolgt das Ziel, Menschen zu bestrafen, die in der Vergangenheit Verbrechen begingen, die nach dem Gesetz nicht verfolgt und verurteilt werden können. Doch es gibt nur einen gangbaren Weg für ihn, diesen Plan auszuführen. Mr. Owen ist mit unter den Eingeladenen. Also folglich muss Mr. Owen einer von uns sein. Nein,
Nein, nein. Meine junge Lady, wir müssen nun einmal den Tatsachen ins Auge sehen. Wir alle schweben in einer sehr ernsten Gefahr. Denn einer von uns ist Owen. Ich bin da ganz Ihrer Meinung, Richter. In einen von uns hier muss der Teufel gefahren sein. Надеюсь, вы не подозреваете женщин? Значит, если я вас правильно понял, вы считаете, что женщина не способна на убийство? Вовсе нет. И все же, мне кажется... Как вы думаете, доктор, женщина могла бы прикончить беднягу МакАртура? Вполне. Будь у нее под руками подходящее орудие, скажем, палка. Две другие смерти произошли в результате отравления. Я думаю, что никто не будет отрицать, что отравителем мог быть человек вполне слабый. Да вы с ума сошли? Моя дорогая юная леди, постарайтесь сдерживать ваши чувства. Я совершенно вас не обвиняю. Я надеюсь, что и мисс Брент не обижается на меня, когда я настаиваю, что мы все в равной степени подозрительны. Сейчас вы говорите дело, сэр. Давайте разберемся. Что касается Марстона, тут уж ничего не выяснишь. Все, кто находился в комнате, могли запросто это сделать. Теперь перейдем к смерти миссис Роджерс. Здесь, прежде всего, на подозрение ее муж и доктор. Любому из них сделать это было все равно, что расплюнуть. Я протестую. Неслыханно. Это неслыханно. Клянусь, я дал абсолютно безвредную дозу. Доктор Армстронг, ваше негодование вполне естественно. Но мы не можем игнорировать факты. Вам или Роджерсу проще всего было дать ей снотворное. А теперь перейдем к убийству генерала МакАртура. Я сразу заявляю, что у меня нет никакого алиби. Все утро я провел на террасе. Были моменты, когда меня никто не видел. В это время я мог убить генерала, а потом вернуться на свое место. А я все утро находился с Ломбардом и Армстронгом, они подтвердят. Вы ходили в дом за веревкой. Ну и что? Сходил и тут же вернулся. Вас долго не было. На что вы намекаете, черт побери? Я ни на что не намекаю. Я сказал, что вас долго не было. Пока не было мистера Блора, вы все время находились вместе. Конечно, конечно. Хотя мистер Ломбард удалялся на некоторое время. Меня не было всего минуты две. Кто-нибудь из вас смотрел на часы? Нет. Минуты две выражение весьма неточное. Вы, мисс Брент? Я гуляла с мисс Клейсерн, а потом сидела на террасе. Что-то я вас там не видел. Вы не могли меня видеть. Я сидела за углом дома, там нет ветра. Видите, самое поверхностное разбирательство говорит о том, что ни одного человека мы не можем считать полностью оправданным и свободным от подозрений. Единственное, что мы можем сделать в создавшемся положении, это принять меры, чтобы обеспечить свою безопасность. До сих пор убийца легко выполнял свою задачу. Его жертвы ни о чем не подозревали. Отныне наша задача – подозревать всех и каждого. Предостережен значит вооружен.
Suppe versalzen. Mister. Днем не бойся страхов ночных, не бойся, не бойся. Пустите меня! Мисс Брент! Это я, Беатрис Тейлор! Вы! Я же вам сказала, вы уволены. Мне холодно! Мисс Брент, пустите! Убирайся! Я спать хочу! Спать! Я знаю, как зовут убийцу. Ее зовут Беатрис Тейлор.
Guten Morgen, meine Herrschaften. Wie spät ist es denn? Schon 9:30 vorbei. Ich habe geschlafen wie ein Murmeltier. Dann scheinen Sie wohl ein reines Gewissen zu haben. Was ist los? Warum gibt es noch kein Frühstück? Rogers ist verschwunden. Oben im Zimmer ist er nicht. Und der Herd in der Küche ist auch noch nicht angeheizt. Wo kann er nur sein? Da gäbe es noch mehr Rätsel zu lösen. Wo zum Beispiel steckt Miss Brand? Guten Morgen, meine Herren. Das Meer ist ziemlich stürmisch. Das Boot wird wohl nicht kommen. Hatten Sie keine Angst, so allein auf der Insel umherzuwandern? Oder begreifen Sie nicht, wie gefährlich das ist? Seien Sie unbesorgt. Ich kann für meine Sicherheit selbst sorgen. Haben Sie Rogers irgendwo gesehen? Nein. Wieso wird er vermisst? Gottes Willen. Sehen Sie dort die Negerfiguren? Es sind 6. Selbst wenn mal Fingerabdrücke da waren, hat der Regen sie abgewaschen. Miss Claythorne, kommen Sie. Die Männer brauchen ihr Frühstück. Spätestens in 40 Minuten können Sie frühstücken. Doktor, um so einen Schlag zu führen, bedarf es da großer körperlicher Kraft? Dazu ist doch eine Frau imstande, wenn es das ist, was Sie wissen wollten. Außerdem verfügt ein psychisch Kranker oftmals über außergewöhnliche Körperkräfte. Vielleicht gibt's hier auch Bienenstöcke. Sagen Sie doch, wo soll ich nach Honig suchen? Miss Claythorne. Sie denken, ich sei übergeschnappt? Haben Sie diesen albernen Kindervers denn nicht gelesen? Nein, wirklich nicht. Er hängt doch in jedem Zimmer zur allgemeinen Erbauung. 7 kleine Negerlein besuchten eine Hex. Den einen traf sie mit dem Bein, da waren es nur 6. Sie hätten doch das gleich hier suchen sollen, wenn Sie ein bisschen überlegt hätten. Und jetzt kommt alles wie im nächsten Versen. 6 kleine Negerlein, die liefen ohne Strumpf. Das eine stach ein Hummelchen. Da waren es nur noch 5. Vielen Dank. Ich bin wieder in Ordnung. Sie haben große Selbstbeherrschung, Miss Brent. Ich lebte lange Jahre in Indien. Mein Vater war dort als Offizier. Vielen Dank, Miss Claythorne. Was ist mit Ihnen, Miss Brand? Ich wollte Miss Claythorne beim Abräumen helfen. Aber in meinem Kopf summt es wie in einem Bienenstock. Ein Schwindelgefühl im Kopf? Ja. Wahrscheinlich eine verspätete Reaktion auf den Schock. Ich gebe Ihnen gleich etwas dagegen. Nein! Wenn ich ein Weilchen ruhig sitzen bleibe, wird es vorübergehen. Setzen Sie sich in den Sessel, Miss Brand. Haben Sie es bequemer.
Eine feine Arbeit haben wir da. Um die beneidet uns keiner. Außer denen hier. Ja, nur alles ist relativ. Für die sind wir Glückskinder. Im Grunde hätten wir sie auch lassen können, wo sie waren. Bald wird ohnehin in jedem Schlafzimmer eine Leiche liegen. Es ist sie. Sie ist übergeschnappt. Das passiert häufig bei alten Jungfern. Sie hätten sehen sollen, wie sie heute früh in der Küche herumwirtschaftete. Besonnen und akkurat. Sie hat nicht mal vergessen, die Schürze umzubinden. Dabei ist die Schürze von Mrs. Rogers. Und wie sie das gesagt hat, spätestens in 40 Minuten können Sie frühstücken. Sie ist mir Schugge. Hat einen religiösen Wahn. Denkt, sie wäre ein Instrument Gottes. Wissen Sie, dass sie jede Nacht in ihrem Zimmer die Bibel liest? Nun, das ist noch kein Beweis für Abnormität, Blor. Heute früh, als Rogers erschlagen wurde, ging sie am Meer spazieren. Der Mörder wäre ins Bett gekrochen und hätte sich schlafend gestellt. Sie verstehen mich nicht, Mr. Lombard. Um Mutterseelen allein auf der Insel herumzuwandern, musste sie davon überzeugt sein, dass sie nichts zu befürchten hat. Doch das konnte sie nur, wenn sie es war. Nicht abwegig, der Gedanke. Ist mir noch gar nicht gekommen. Ich bin froh, dass Sie mich nicht mehr verdächtigen, Blor. Hab anfangs schon an Sie gedacht. Der Revolver, wissen Sie? Und die seltsame Geschichte, die Sie erzählt haben. Aber dann begriff ich, es wäre zu einfach, zu offensichtlich gewesen. Ich hoffe, Sie haben in Bezug auf mich die gleiche Meinung. Ich will es mal so ausdrücken. Wenn Sie tatsächlich der Mörder sind, dann müssen Sie ein guter Schauspieler sein. Ich habe das Gefühl, bevor der Tag zu Ende ist, hat man uns alle abgemurkst. Sie haben doch damals falsch ausgesagt, stimmt's? Was soll's, ist sowieso nicht mehr von Bedeutung. Len war unschuldig. Das ist richtig. Man bedrängte mich und ich brachte ihn schließlich hinter Gitter. Aber eins ist klar, ich werde das niemals zugeben. Verstehe, vor Zeugen. Nein, die Sache bleibt unter uns. Hat es Ihnen wenigstens was eingebracht? Ich bekam nicht mal die Hälfte von dem Versprochenen. Und Lender wurde verknackt und starb im Zuchthaus. Wie sollte ich wissen, dass er stirbt? Ja, woher sollten Sie das schließlich wissen? Sie hatten einfach Pech. Wer? Ich? Sie meinen wohl er. Sie ebenso, Blor. Weil sein Tod auch Ihre Tage stark verkürzen wird. Meine Tage? Sie irren sich. Ich werde aus dieser Sache herauskommen. Ich kann auf mich aufpassen. Wollen wir wetten? Ich wette niemals. Außerdem, wer zahlt mir den Gewinn, wenn man sie umbringt? Hören Sie mal zu. Es trifft genau die Wahrheit. Sie werden fallen in die Grube, die Sie sich selbst gegraben. Und in den Netzen, die Sie aufgestellt, wird sich Ihr Fuß verfangen. Ja. Ich schätze, wir können die Suche einstellen. Der Mörder sitzt drin im Salon. Ich gehe jede Wette ein. Der Mörder ist die alte Jungfer. Ja, haben Sie denn Beweise? Beweise wollen Sie?
Gehen wir. Da sitzt sie. Miss Brent? Miss Brent? Teufel nochmal. Die Alte ist tot. Und wieder ist einer von uns vom Verdacht freigesprochen, aber leider nützt es ihm nichts mehr. Sehen Sie da die Hummel? Nein, nein, das ist kein Hummelstich. Das ist der Einstich einer Spritze. Jemand hat ihr eine Injektion gegeben. Die Hummel ist verendet. Das eine stach ein Hummelchen, da waren es nur noch 5. Der Bursche ist ein Spaßvogel. Er tötet Vers für Vers nach diesem verdammten Gedicht. Das ist einfach Wahnsinn. Ich hoffe, wir bewahren trotz allem unseren gesunden Menschenverstand. Hat jemand von Ihnen eine Spritze mitgebracht? Ja, ich. Ich nehme überall in mein Arztbesteck mit. Das machen alle Ärzte. Das stimmt allerdings. Und wo ist es jetzt, Ihr Arztbesteck? Oben in meinem Zimmer in der Reisetasche. Erlauben Sie, dass wir uns davon überzeugen. Bitte sehr. Die Spritze ist fort. Man hat mir die Spritze gestohlen, sehen Sie. Wir sind hier jetzt noch 5 Menschen. Einer von diesen 5 ist der Mörder. Die Situation spitzt sich immer mehr zu. Wir müssen etwas unternehmen. Mr. Lombard, ich habe gehört, Sie besitzen eine Pistole. Mich von meiner Waffe trennen, kommt nicht in Frage. Mr. Lombard, ich weiß, Sie sind ein kräftiger Mann, aber der Inspektor steht Ihnen in keinem nach. Dr. Armstrong und ich werden uns auf Inspektor Bloors Seite stellen und ihm helfen, so gut wir können. Na gut, wenn Sie sich alle gegen mich stellen, dann werde ich Sie also holen. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir Ihnen dabei Gesellschaft leisten. Meinetwegen, bitte. Was ist? Vermutlich streikt der Generator. Rogers ist nicht da. Es bleibt uns nichts übrig, als uns selber damit zu befassen. Wir könnten versuchen, ob wir ihn nicht aus eigener Kraft in Gang setzen können. Ich sah vorhin im Salon ein Paket Kerzen. Doktor, würden Sie mir bitte helfen? Wo mag die Pistole stecken? Sie muss hier im Haus sein. Nach meiner bescheidenen Meinung kann uns das nur der Besitzer der Waffe beantworten. Sie sind ein Dummkopf, Bloor. Wie oft muss ich noch wiederholen, dass man mir die Waffe gestohlen hat? Ich habe schreckliche Kopfschmerzen. Ich lege mich hin. Tun Sie das, Miss. Wir werden über Ihren Schlaf wachen. Soll ich Sie begleiten? Nein, nein, vielen Dank. Wenn was ist, rufe ich.
Ich höre. Ich hatte vorhin den Eindruck, dass Sie mir etwas sagen wollten. Je mehr ich über diese Sache nachdenke, desto mehr scheint mir, dass alle Fäden zu einem Menschen führen. Dann wird man uns bald alle im Bett erschlagen. Na gut, einverstanden. Aber unter einer Bedingung, dass wir alle zusammenbleiben. Wer sich absondert, gibt sich selbst im Irrenpreis. Sehen Sie doch. Miss Clayton. Verflucht. Miss Clayton. Doktor! Sie lebt noch. Legen Sie sie aufs Bett. Fassen Sie mit an. Kommen Sie zu sich, Miss Clayton. Was war das? Was ist passiert? Was ist das? Möchte wissen, wie diese Algen hierher kommen. Kommen Sie, trinken Sie, Miss Clayton, dann wird Ihnen besser. Nein! Wo haben Sie das her? Das ist Whisky aus der Küche. Bravo, Vera. Wie ich sehe, haben Sie Ihren Verstand noch Na, beisammen. was ist es, Doktor, was? Wollen Sie überhaupt nicht, sei ein Giftmischer? Hier, bitte sehen Sie. Zum ersten Mal, dass ein Verbrechen nicht programmgemäß verlaufen ist. Sie glauben, man wollte mich umbringen? Man hat wohl erwartet, dass der Schreck Sie umbringt. Sowas passiert doch, Doktor, oder? Schwer zu sagen. Immerhin ist Miss Clayton eine junge und gesunde Frau. Ihr Herz ist in Ordnung. Ich weiß nicht. Wo ist der Richter? Ja, stimmt. Wo ist er? Er hat den Schrei auch gehört. Wir waren doch Na, zusammen. wo ist er? Oh, Doktor. Man hat uns reingelegt. Mr. Wargrave! Wo sind Sie? Melden Sie sich, Mr. Wargrave! Still. Man hat ihn erschossen. Warum hat er die Perücke auf? Und die Robe an? 5 kleine Negerlein jagten im Revier. Den einen schoss der Jäger tot, da waren es nur noch 4. Das Ende für den Blutrichter Wargrave. Er wird keinen Unschuldigen mehr in den Galgen bringen. Er sitzt zum letzten Mal dem Gericht vor. Edward Seaton würde triumphieren, wenn er das hier sehen könnte. Jetzt sind wir nur noch 4. Wer von uns wird der Nächste sein, ha? Wir müssen etwas unternehmen. Und vorsichtig sein. Sie wiederholen die Worte des Richters. Genau das sagte er auch und jetzt ist er tot. Vers für Vers murkste er uns ab. Es gelang ihm, Miss Clayton zu erschrecken und alles Weitere verlief genau nach Plan. Wieso haben wir nicht den Schuss gehört? Sie haben geschrien, der Sturm heulte. Außerdem waren wir alle etwas erregt. Wie soll man da einen Schuss hören? Ab jetzt gehen wir ihm nicht mehr in die Falle. Das nächste Mal muss er sich schon was Kniffligeres einfallen lassen. Unser Mörder. Gute Nacht, Miss Clayton. Vergessen Sie nicht abzuschließen. Wenn was ist, dann rufen Sie. Ja, ja, danke. Gute Nacht, Miss Clayton. Ja, gute Nacht.
Warte, mein Junge. Warte. Gleich mache ich dir auf. Gleich, mein Junge. Gleich. Mr. Lombard. Mr. Lombard. Mr. Lombard, bitte machen Sie auf. Was ist passiert? Weiß nicht. Trinken Sie erstmal einen Schluck Whisky. Ich habe Angst. Wahnsinnige Angst, Mr. Lombard. Was machen wir nur? Trinken Sie erstmal. Das wird Ihnen helfen. Trinken Sie. Trinken Sie, Miss Gläsern. Wir müssen vor allem sehen, dass wir erstmal diese Nacht überleben. Beruhigen Sie sich. Mein Gott, was tun wir? Mr. Lombard. Mr. Lombard. Keine Angst. Keine Angst. Mr. Lombard. Nicht. Nicht. Ich schreie. Ich. Was soll das? Halb entkleidet nachts ein Mann kommen und dann um Hilfe schreien. Das ist doch Unsinn. Sie haben recht. So unsinnig wie alles, was hier passiert. Keine Angst, Miss Gläser. Wir schaffen das schon. Wenn er einer von uns ist, wer von den beiden ist es? Wer? Ihren Worten, Vera, entnehme ich, dass Sie uns zwei ausschließen. Damit treffen Sie auch meine Meinung. Ich weiß, dass ich nicht der Mörder bin und an Ihnen kann ich nichts Abnormes entdecken. Vielen Dank. Nun, wie ist es? Wollen Sie mir mein Kompliment nicht zurückgeben? Sie haben selbst zugegeben, dass Sie ein Menschenleben gering achten. Obwohl ich mir schwer vorstellen kann, dass Sie all diese Morde begangen haben. Ja, das stimmt. So eine Massenexekution von ruchlosen Sündern ist nicht mein Fall. Bitte geben Sie mir die Streichhölzer. In der Schublade dort.
Doktor, machen Sie auf. Ich bin's, Blore. Doktor! Kommen Sie mir nicht zu nahe. Hör Kommen Sie zu, mir Vera. nicht zu nahe, sonst schreie ich. Mir ist selbst ganz unheimlich. Jemand hat mir die Waffe untergeschoben. Es hat mich genauso unerwartet getroffen wie dich. Blore, ziehen Sie sich was an, Lombard. Was ist passiert? Nehmen Sie doch die Lampe weg. Es stimmt was nicht. Armstrong ist nicht in seinem Zimmer. Und Miss Clayson ist auch verschwunden. Miss Clayson ist bei mir. Sie hat Angst allein. Aha. Miss Clayson, sind Sie da drin? Ja. Ja, bitte. Wenigstens etwas, was hier natürlich ist. Genau, mein Freund. Die natürlichste Sache zwischen Mann und Frau. Aber Armstrong ist noch immer verschwunden. Und ich habe einen Schrei gehört. Moment, Blore. Jetzt werden wir uns diesen Irren vornehmen. Warten Sie. Vera, wir gehen auf die Suche nach Armstrong. Mach keinem die Tür auf. Wenn der Doktor auftaucht und sagt, Blore und ich seien tot, hör nicht auf ihn. Öffne die Tür nur mir oder Blore. Verstanden? Seien Sie auf der Hut, Lombard. Denken Sie daran, er hat die Pistole. Irrtum. Ich habe die Waffe wieder. Jemand hat sie mir an die alte Stelle zurückgelegt. Na, was ist? Vorwärts. Lassen Sie uns die Jagd beginnen. Na, seien Sie nicht kindisch. Ich habe nicht vor, Sie umzubringen. Aber wenn Sie sich fürchten, gehen Sie auf Ihr Zimmer zurück. Selbst die Vögel verlassen diesen verfluchten Ort. Und bei der See kann auch heute wieder kein Boot auf dieser Insel anlegen. Nur 3 von diesen Figuren sind noch übrig. Das heißt, Armstrong ist tot. Wieso haben Sie seine Leiche nicht gefunden? Ja, wirklich seltsam. Wir haben das Haus abgesucht und die Insel. Vielleicht hat man ihn ins Meer geworfen. Wer, Sie? Ich? Woher soll ich denn das wissen? Aber eins weiß ich genau. Und das wäre? Dass Sie plötzlich Ihre Waffe wiedergefunden haben. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass man sie mir wieder zurückgelegt hat. Wofür halten Sie mich eigentlich? Warum zum Teufel soll Armstrong oder ein anderer Sie Ihnen erst stehlen und dann wieder zurückgeben? Ich habe keine Ahnung, warum. Dieser Hokuspokus geht mir langsam auf die Nerven. Sie hätten sich wirklich was Klügeres ausdenken sollen. Na bitte, nur ein Beweis, dass ich nicht lüge. Die Wahrheit ist nicht immer klug. Tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht zustimmen. Ich habe auch von Ihnen nichts anderes erwartet. Hören Sie zu, Mr. Lombard. Wenn Sie wollen, dass wir Sie für einen anständigen Menschen halten. Das will ich durchaus nicht. Und wenn Ihre Geschichte wahr ist, dann wissen Sie ja, was wir erwarten. Sind Sie wirklich so naiv? Die Waffe gehört mir und ich behalte sie. In dem Fall muss ich glauben, dass Sie... Dass ich Mr. Owen bin? Von mir aus glauben Sie, was Sie wollen. Doch wenn es so wäre, warum habe ich Sie heute Nacht nicht erschossen? Ich hatte 100-mal die Gelegenheit dazu. Das entzieht sich noch meiner Kenntnis. Aber vielleicht hatten Sie Ihre Gründe dafür. Sie benehmen sich beide wie 2 Schwachköpfe. Wie meinen Sie das, Vera? Sie haben den Vers vergessen. 4 kleine Negerlein liefen am Meer vorbei. Das eine bemerkte den Köder nicht, da waren es nur noch 3. Verstehen Sie jetzt? Armstrong lebt. Er hat die Figur weggeworfen, weil wir an seinen Tod glauben sollen. Vielleicht hat Mr. X diesmal beschlossen, sein Liedlein zu ändern.
Haben Sie es denn noch immer nicht begriffen, dass hier ein Wahnsinniger sein Spiel mit uns treibt? Wer sonst begeht Verbrechen nach einem albernen Kinderlied? Na, zum Glück gibt es hier wenigstens keinen Zoo. Von welchem Zoo sprechen Sie? Von dem in der nächsten Strophe die Rede ist. 3 kleine Negerlein, die gingen in den Zoo. Dem einen schlug der Bär aufs Haupt, da waren es nur noch 2. Verstehen Sie denn noch immer nicht? Mit diesem Zoo sind wir gemeint. Was ist denn noch Menschliches an uns? Wir sind wie wilde Tiere. Es ist Zeit fürs Frühstück. Ich gehe nicht wieder ins Haus. Aber Miss Clayson, nehmen Sie doch Vernunft an. Wir müssen auf jeden Fall etwas essen. Allein der Gedanke daran bereitet mir Übelkeit. Nun, was mich betrifft, ich brauche ganz sicher meine 3 Mahlzeiten pro Tag. Wie ist es mit Ihnen, Mr. Lambert? Ich bleibe lieber hier draußen bei Miss Gläser. Na, wie Sie wollen, dann müssen Sie eben hungern. Aber vergessen Sie nicht, wir haben beschlossen, alles gemeinsam zu tun. Haben Sie Angst? Dann leiste ich Ihnen Gesellschaft. Ich brauche Ihre Gesellschaft nicht. Ah, Sie fürchten sich also doch vor mir. Wenn ich wollte, könnte ich Sie weiter erschießen, ohne mich von der Stelle zu rühren. Dann müssten Sie ja das Prinzip verletzen. Nach dem Plan sollen wir einer nach dem anderen ins Gras beißen. Immer in der Reihenfolge dieser Kinderverse. Irgendwie sprechen Sie mir allzu überzeugt davon. Ehrlich gesagt ist mir dieses Haus wirklich etwas unheimlich. Und darum möchten Sie, dass ich Ihnen meine Pistole borge, hä? Kommt nicht in Frage. Na, dann lassen Sie's. Und was, wenn er nun dieser Owen ist? Ja, was wissen wir eigentlich von ihm? Gar nichts. Vielleicht war er niemals Inspektor beim Yacht. Er kann schließlich alles Mögliche sein. Ein verrückter Millionär oder ein übergeschnappter Geschäftsmann. Auf jeden Fall hatte er die Möglichkeit, all diese Verbrechen zu begehen. Und wenn er uns nun überfällt? Hab keine Angst. Du hast wirklich großes Vertrauen zu mir. Ich bin richtig gerührt. Wieso bist du so überzeugt, dass ich dich nicht umbringen werde? Irgendwem muss man vertrauen. Gehört. Lass uns nachsehen. Nein. Flo ist tot. Nein. 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 Komm sie dir selber an. Wessen Zimmer ist das da oben? Meins.
Wo gehört das hin? Zu der Uhr. Sie stand bei mir auf dem Kaminsims. Dem einen schlug der Bär aufs Haupt. Da waren es nur noch 2. Es ist also doch Armstrong. Noch einen Fehler mache ich nicht. Sei vorsichtig! Diesmal will er uns treffen. Wahrscheinlich erwartet er, dass wir ins Haus gehen. Lass uns zum Meer runtergehen. Da ist es nicht so windig. Sieh mal dort. Dort unten im Wasser. Aber das ist ja Armstrong. Was sagst du jetzt, Vera? Außer uns ist jetzt keiner mehr auf der Insel. Keiner. Damit triffst du genau ins Schwarze. Jetzt wissen wir also, woran wir sind. Ich habe die ganze Zeit über das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Sprich keinen Unsinn. An übersinnliche Kräfte glaube ich nicht. Dies ist das Werk eines Menschen. Du wirst mit deinem Gewissen nicht fertig. Sag schon. Du hast diesen Jungen ertrinken lassen. Mit Absicht. Nein, 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 nein! Ich verbiete dir so, mit mir zu reden. Armes Ding. Ich weiß nicht, was dort vor sich ging, aber vermutlich war ein Mann im Spiel. Ja. Es ging um einen Mann. Armer Dr. Armstrong. Na bitte, ist doch noch Mitleid in dir erwacht. Warum denn nicht? Hast du nie Mitleid empfunden? Dir gegenüber jedenfalls nicht. Wir müssen ihn hier wegschaffen. Warum? Es geht ihm hier nicht schlechter als anderswo. Komm, hilf mir. Lass mich das machen. Jetzt zufrieden? Absolut. Das war also das Motiv für deine Nächstenliebe. Gib mir die Pistole. Sei vernünftig, Mädchen. Du wirst doch nicht deinen einzigen Freund abknallen.
Ihr seid etwas im Rückstand, meine kleinen Freunde. Wir haben die Partie gewonnen. Gehen wir, mein Kleiner. Blieb ein Negerlein allein. Das fürchtete sich sehr. Es fand ein Seil, er hängte sich, da gab es keines mehr. Zehn kleine Negerlein, die tranken ihren Wein. Noch nie in der Geschichte
hat die Rechtsprechung ein solch erhabenes Niveau erreicht. Ganz ohne Narrenkappen und Roben. Ohne bestechliche Zeugen und verlogene Advokaten. Nur Richter und Verbrecher. Auge in Auge. Der Verbrecher mit seinem Henker allein. Die Strafe ist das Einmaleins der Wahrheit. Sie hat das begriffen. Vera Claythorne. Sie vollstreckte mit eigener Hand mein Urteil. Das bedeutet, ich habe recht. Ich bin auserwählt. Wie lange habe ich mich damit beschäftigt und vorbereitet? Hunderte freigesprochene Verbrecher, Mörder, Frauenschänder und ebenso viele unschuldig auf das Schafott geschickte, haben schließlich alle meine Zweifel zerstreut. So machte ich mich auf die Suche nach Verbrechern, denen es gelungen war, ihrer weltlichen Strafe zu entgehen. Und es fiel nicht schwer, sie zu finden. Dann gelang es mir, unter falschem Namen diese Negerinsel zu erwerben. Ich schickte jedem von mir Ausgewählten eine den von mir gesammelten Informationen entsprechende Einladung. Und sie kamen alle am gleichen Tage auf die Insel. Nach dem 3. Todesfall suchten sie verzweifelt die Insel ab, bis sie begriffen, dass sie allein waren. Nach meinem Plan musste ich mir jetzt einen Komplizen zur Hilfe nehmen. Meine Wahl fiel auf Dr. Armstrong. Ich konnte ihn überreden, mit mir meinen Tod zu inszenieren. Das würde den Mörder beunruhigen, erklärte ich ihm, und beitragen zu seiner Entlarvung. Die Vorstellung an jedem Abend verlief wie geplant. Keiner dachte mehr an mich. Ich hatte die Verabredung mit dem Doktor auf 2 Uhr nachts festgesetzt. Es läuft alles wie geplant. Keiner von Ihnen ahnt etwas. Ich konnte einiges in Erfahrung bringen. Ich habe Lombard den ganzen Tag vom Fenster aus beobachtet. Ja? Sehen Sie da unten? Dort ist der Eingang zu einer Höhle. Wo, Richter? Dort unten. Jetzt, wo ich meinen Auftrag erfüllt habe und die Rechtsprechung von jedem Makel gereinigt triumphiert, gehe ich den letzten Schritt. Einen Schritt, zu dem nur der bedeutendste Richter imstande ist. Denn die wahre Größe eines Richters liegt in seiner Fähigkeit, sich selbst zu richten.